Ein 43 Kilo schwerer Dobermann verbrachte 763 Tage im Tierheim, weil niemand sie anfassen konnte. Jede Hand, die sich nach ihr ausstreckte, ließ sie zusammenbrechen und zittern. 3 Familien haben es versucht, 3 Familien haben aufgegeben. Dann kam eine Frau, setzte sich auf den kalten Boden und bewegte sich 45 Minuten lang nicht. Sie streckte die Hand nicht aus, sie sagte kein Wort. Und was an Tag 22 passierte, das werdet ihr nie vergessen. Ein 43 Kilo schwerer Dobermann mit natürlichen Ohren, tiefschwarzem Fell und Augen, die seit über einem Jahr keinen Menschen angeschaut hatten, das war der Hund in Zwinger Nummer 14 im Tierheim Leipzig Süd. Ihr Name war Nix. Und seit 763 Tagen hatte kein Mensch sie berührt. Nicht, weil sie aggressiv war, nicht, weil sie gebissen hätte, sondern weil sie jedes Mal zusammenbrach, wenn eine Hand sich nach ihr ausstreckte. Flach auf den Boden, zitternd, Ohren angelegt, Augen geschlossen, als würde sie sich auf etwas Schreckliches vorbereiten. Also Leute, die Mitarbeiter im Tierheim haben alles versucht. Langsames Annähern, Leckerlis, sanftes Reden. Nichts hat funktioniert. Sobald eine Hand näher als 15 cm kam, hat sie komplett abgeschaltet. In ihrer Akte stand schwere Berührungsaversion, vermutlich Folge langfristiger körperlicher Misshandlung, nicht geeignet für Familien mit Kindern. Aber wisst ihr, was das Schlimmste war? Bevor Nix ins Tierheim kam, hatte sie 2 Jahre lang an einer Heizung angekettet in einer Kellerwohnung in Duisburg-Marxloh gelebt. Ihr früherer Besitzer hat sie für alles bestraft. Bellen, zu schnell fressen, zu langsam bewegen, zu laut existieren. Krass, oder? Als das Veterinäramt sie dort rausholte, hatte sie Narben an der Schnauze, eine falsch zusammengewachsene Rippe und Todesangst vor menschlichen Händen. Die erste Pflegefamilie hat 4 Tage durchgehalten. Nix hörte nicht auf zu zittern. Die zweite brachte sie nach einer Woche zurück, weil sie sich weigerte zu fressen, wenn jemand im Raum war. Die dritte Familie versuchte es 3 Wochen lang. Die haben sich wirklich Mühe gegeben. Aber wenn du einen Hund siehst, der jedes Mal zusammenzuckt, wenn du die Hand ausstreckst, bricht das auch etwas in dir kaputt. Sie brachten Nix mit Tränen zurück und einem Zettel. Sie verdient jemanden mit mehr Geduld, als wir haben. Danach hat das Tierheim aufgehört, es zu versuchen. Nix wurde als unvermittelbar eingestuft und in die hinterste Reihe verlegt. Zwinger 14. Dort landen die Hunde, wenn das System sie aufgegeben hat. 763 Tage, über 2 Jahre Betonwände, Neonlicht und Stille. Die Mitarbeiter schoben die Schüssel unter dem Gitter durch, damit sie die Tür nicht öffnen mussten. Manchmal setzten sich Freiwillige vor ihren Zwinger und redeten mit ihr. Sie hat sich nie bewegt, nie aufgeschaut. Und dann kam Clara, Clara Hoffmann, 28, tiermedizinische Fachangestellte, gerade zu einer neuen Praxis gewechselt. Sie wollte keinen Hund adoptieren, sie war nur da, um Spenden abzugeben. Aber als sie an der hintersten Reihe vorbeiging, sah sie etwas. Ein schwarzer Dobermann, regungslos in der Ecke eines Zwingers, die Wand anstarrend. Nicht schlafend, einfach nur existierend. »Wie lange ist sie schon hier?« fragte Clara. »Über 2 Jahre. Hat jemand mit ihr gearbeitet?« »Wir haben es versucht. Berührungsavers, schwerer Fall. Die meisten schaffen das nicht.« Clara stellte die Spendenbox ab. »Darf ich mich zu ihr setzen?« Sie öffneten die Tür, Clara setzte sich auf den kalten Betonboden, 1,5 Meter von Nix entfernt und bewegte sich nicht, streckte die Hand nicht aus, sagte kein Wort. Und was an Tag 22 passierte, das werdet ihr nie vergessen. 45 Minuten lang. Nix bewegte sich auch nicht, aber nach etwa 30 Minuten zuckte ihr Ohr, ganz leicht, ein winziges Zucken in Richtung der Fremden. Und kurz bevor Clara aufstand, öffnete Nix ein Auge und schaute sie an. Echt jetzt? Das war das erste Mal seit Monaten, dass Nix freiwillig einen Menschen angeschaut hatte. Clara kam am nächsten Tag wieder und am Tag danach. 3 Wochen lang jeden Tag saß sie auf diesem Boden. Nie die Hand ausgestreckt, nie gehetzt, nie etwas verlangt. Einfach nur da. An Tag 16 bewegte sich Nix. Nicht viel, 5 cm näher zu Clara.
Die Helferin an der Überwachungskamera hat nach Luft geschnappt. An Tag 19 schnüffelte Nix an Claras Schuh. An Tag 22 saß Clara mit geschlossenen Augen da, als sie etwas Warmes an ihrem Knie spürte. Nix hatte ihr Kinn auf Claras Bein gelegt. Zitternd, Ohren flach, aber sie hatte sich entschieden, zum ersten Mal seit über 2 Jahren einen Menschen zu berühren. Clara bewegte sich nicht. Tränen liefen ihr übers Gesicht, aber sie gab keinen Laut von sich. Sie ließ Nix genau dort, wo sie war, so lange, wie sie es brauchte. Ich sehe, ihr schaut immer noch zu, aber habt noch nicht abonniert. Das bricht mir ein bisschen das Herz. Drückt jetzt auf Abonnieren. Am nächsten Morgen unterschrieb Clara die Adoptionspapiere. Der erste Monat war knallhart. Nix verließ die Ecke des Schlafzimmers nicht. Sie zuckte bei jedem Geräusch zusammen. Die meisten hätten aufgegeben. Aber Clara schlief die ersten 11 Nächte auf dem Boden neben Nix. Sie fütterte sie von Hand, ein Stückchen nach dem anderen, jedes Mal ein bisschen näher an ihren Körper. Hättet ihr so viel Geduld gehabt oder hättet ihr aufgegeben? Wenn ihr jemals ein Tier gerettet habt, das mehr als Liebe brauchte, erzählt eure Geschichte in den Kommentaren. Woche 3. Clara lag auf der Couch, als sich das Polster bewegte. Nix stand am Rand, eine Pfote oben, Augen weit, zitternd. Sie bat um Erlaubnis. Clara klopfte neben sich und flüsterte: »Komm her, Mädchen.« Nix kletterte hoch, langsam, vorsichtig, drückte ihren ganzen 43 Kilo schweren Körper gegen Claras Seite, vergrub ihr Gesicht in Claras Hals und hörte zum ersten Mal auf zu zittern. Clara hielt sie fest und ließ nicht los. Nicht an diesem Abend, nicht am nächsten Morgen. Und die Wahrheit ist, sie hat nie wieder losgelassen. Monate vergingen. Der Hund, den niemand anfassen konnte, schlief jetzt jede Nacht mit dem Gesicht an Claras Brust. Der Hund, der bei jeder Hand zusammenzuckte, schob jetzt den Kopf unter Claras Hand und verlangte, gestreichelt zu werden. Der Hund, der 763 Tage eine Wand anstarrte, folgte Clara jetzt überall hin, nie mehr als 1 Meter entfernt. Geschichten wie diese sind der Grund, warum wir hier sind. Wenn euch das berührt hat, seid ihr nicht allein. Heute ist Nix 5 Jahre alt. Sie zuckt manchmal noch zusammen, wenn ein Fremder sich zu schnell bewegt. Das wird wohl immer so bleiben. Aber jeden Morgen klettert sie auf die Couch, vergräbt ihr Gesicht in Claras Hals und hält sich fest, als würde die Welt untergehen, wenn sie loslässt. Denn manchmal ist Liebe nicht laut. Manchmal ist Liebe jemand, der auf einem kalten Boden sitzt, nichts verlangt, alles gibt und sich weigert zu gehen. 763 Tage hat sie niemand berührt und jetzt lässt sie die eine Person, die gewartet hat, nie wieder los. Glaubt ihr, dass gebrochene Hunde jemals vollständig heilen oder lernen sie nur, bei wem es sicher genug ist, um auseinanderzufallen? Schreibt es in den Kommentaren.